Alter Verwalter, wirklich, also so eine Tage wie heute mit 36 Grad, ich bin auch gerade einfach richtig platt. Und mit diesem Videodreh dazu, das macht natürlich super Spaß, aber es ist halt auch echt einfach anstrengend, wenn du die ganze Zeit immer darauf achten musst, was filmen wir noch, was muss noch für eine Szene, was brauchen wir jetzt noch. Aber eine Sache wollte ich trotzdem auf jeden Fall gern nochmal da lassen, nämlich so diese Hakenerkenntnis, die ich jetzt durch Patrick hatte. Ich habe bis jetzt eigentlich mich wirklich komplett in der letzten Zeit immer auf diese Gamakatsu Snagger verlassen. Ich finde, es ist wirklich ein sehr guter Haken. Und durch diese Unterhaltung mit Patrick, der halt komplett andere Haken fischt, sehr viel dickdrahtigere Haken als ich, bin ich dann drauf gekommen, okay, ich muss mich mal ein bisschen mit ihm unterhalten, was er denn so macht. Und eben auch durch sein Angeln mit Pop-Ups. Ich bin mit Pop-Ups relativ unerfolgreich bisher und er angelt sehr viel Pop-Ups. Und habe ich gefragt, was verwendest du denn da für Haken und wie ist das alles? Und Nummer 2, dass ich meine Haken extrem anschärfe und Patrick das gar nicht mag und wir ganz unterschiedliche Tests haben, um die Hakenschärfe zu testen und da ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Das fand ich schon mal spannend. Und was mir jetzt als Erkenntnis gekommen ist, wenn ich ein D-Rig baue beispielsweise und ich nehme jetzt diesen Snagger-Haken von der Form her, wenn ihr euch den einmal anguckt, dann hat er ja wirklich schon, ist der Schenkel ja schon nach unten gebogen. Und wenn ich jetzt hier noch dieses D-Rig baue mit dem Fluorocarbon, was dann hier lang absteht, dann habe ich halt einen sehr krassen, steilen Winkel dieses Vorfachs, was ja auch irgendwie der Kicker ist. Aber das war mir auch schon immer ein bisschen zu steil. So, wenn ich aus diesem Haken zum Beispiel ein Blowback-Rig baue, was ich sehr, sehr oft verwende und wo ich jetzt auch in meinen Bedingungen extreme Erfahrung habe, wie hier zum Beispiel, also es ist jetzt noch ein altes, dann funktioniert das mit so einem kleinen Kicker eigentlich super. Habe ich perfekte Erfahrungen gemacht. Das ist echt immer ein sehr zuverlässiges Rig. Aber mit dem D-Rig hatte ich doch auch ab und zu mal ein paar Fehlbisse und ein paar Fehlhaker. Und durch meine Erfahrung jetzt, dass es halt auch öfter mal nicht so gut bei mir funktioniert hat, habe ich mich gefragt, woran liegt es denn? Und Version 1 ist, dass ich versuchen werde, Haken zu variieren. Ich werde zum Beispiel wirklich mal versuchen, weil mir das jetzt aufgefallen ist, für das D-Rig einen alternativen Haken zu verwenden, der wirklich einen geraden Schenkel hat. Wenn ihr das hier mal seht. Ne? Einfach mal dieser direkte Vergleich dieser zwei Haken. Ist natürlich jetzt nicht die gleiche Größe, aber bei dem D-Rig, dann steht natürlich selbstverständlich das Fluoro nicht ganz so steil, sondern ein bisschen flacher ab. Und ich denke, das würde mir jetzt besser gefallen. Das werde ich in nächster Zeit mal überprüfen, ob das einen Unterschied macht. Und wenn ich Pop-Ups fische, hat mir auch Patrick eben erzählt, er benutzt dort sehr gerne von Korda die Choddys. Diese hier. Und die sind von der Hakenform wieder nochmal anders aufgebaut, nämlich, das sieht man ja hier, also wenn ihr jetzt hier alle drei parallel habt, der Choddy hat das Öhr nach oben gebogen. Und wenn ich jetzt hier einen Shot-Rig baue, steht der natürlich ganz anders als dieser Haken. Und das war so eine meiner Erkenntnisse. Vielleicht muss ich, wenn ich so viele neue Rigs lerne, so viel neue Input habe, auch an so Details denken, dass ich wirklich eben unterschiedliche Haken für die unterschiedlichen Rigs verwende, weil natürlich haben sich die Hersteller dieser Haken was dabei gedacht und es macht Sinn, da auch herauszufinden. Und wahrscheinlich werde ich da jetzt erstmal Zeit investieren, das zu untersuchen. Aber am Ende macht das, denke ich, einen sehr hohen Erfahrungswert aus und da kann man dann wirklich wahrscheinlich sehr erfolgreich angeln, wenn man da mal das Rezept raus hat. Also ich, zusammengefasst, Pop-Ups werde ich mal mit diesem Choddy-Haken, mit dem nach hinten gebogenen Öhr versuchen. Alles so Fluoro, ganz steife Sachen mit dem geraden. Und so weiche Materialien mit Blowback-Rig werde ich weiter meinen Snagger angeln, mit dem ich so ja auch schon sehr viel Erfolg hatte. Zweite Sache, nochmal ganz kurz zum Schärfetest. Wenn ich meine Haken schleife, habe ich immer das Gefühl, die sind blitzscharf. Also ich hatte immer gedacht, ich habe nie in Frage gestellt, dass die scharf sind. Meinen Hakentest mache ich immer so. Ich hake hier ein und man sieht es ja richtig, also bupp, der geht halt rein. Also der ist jetzt nicht mehr gestriffen, aber so und wenn er da sofort piekst und hakt, denke ich, dieser Haken ist scharf. Manche machen den Fingernageltest, den mache ich gar nicht, weil ich immer denke, da wird er vielleicht schon stumpf. Patrick macht zwei Tests. Er macht einmal einen so und testet hier, ob es hakt und piekt. Das ist das erste. Und der zweite, er geht mit dem zur Seite und reibt hier über die Hand und guckt, ob er hängen bleibt. Ne? Und da ist uns jetzt, als wir das so verglichen haben, hier, der bleibt halt wirklich immer wieder hängen. Und als wir das verglichen haben, ist uns aufgefallen, dass es ganz unterschiedliche Effekte hat. Meine extrem geschliffenen Haken bei diesem Test krass gut. Bei diesem Test reißen sie aber die Haut mehr auf.
Die ungeschliffenen Haken sind bei diesem Test nicht ganz so gut, aber dafür haken sie bei diesem seitlichen Test. Und da ist mir so bewusst geworden, ja krass, vielleicht ist auch nicht immer Anschleifen das Grundrezept. Vielleicht sind allgemein, meiner Meinung nach, Patrick ist da vielleicht auch wieder eine andere Meinung, aber meiner Meinung nach gibt es wenig Sachen, die immer richtig sind. Hier am Fluss zum Beispiel ist Anschleifen mittlerweile, habe ich gemerkt, dumm, weil die Hakenspitzen so scharf werden, dass die bei einem Steinkontakt sofort stumpf werden und nicht mehr richtig haken. Hier vertraue ich in diese vorgeschliffenen, scharfen Haken, wohingegen an meinem Waldsee bei sehr vorsichtigen Fischen vielleicht das Anschleifen genau das Richtige ist. Und diese Details weiter zu erforschen, ich glaube, das ist mein Weg für die nächsten Wochen und die nächsten Trips. Und das finde ich sehr, sehr spannend.